Ja, hallo liebe Leute, neues FreeCAD-Video. Diesmal nichts mit Modellflugzeugen, sondern wieder was Mechanisches. Und kurz zur Info, ich hatte gerade versucht, die neueste Version 0.21 von FreeCAD Weekly Build zu installieren, aber der hatte dann jede Sekunde hier unten da in diesem Fenster eine Fehlermeldung gemacht. Und irgendwann ist es auch abgestürzt, deswegen bin ich wieder zurückgegangen auf die, mit der ich bisher die Videos gemacht habe. Muss man mal abwarten, wann da wieder was kommt, was lauffähig ist. So, dann kurz bevor wir beginnen, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Einschalten. Und dann starten wir einmal mit dem FreeCAD-Video. Und zwar, ich möchte hier eine Zeichnung machen. Das ist hier die Vorlage, die ist aus einem Video. RigCAD heißt der Kanal oder RigCAD Tutorials. Und da war diese Zeichnung in dem Video enthalten. Die ist leider nicht ganz einheitlich oder nicht ganz bestimmt. Und zwar, das meiste ist wirklich drin, aber was nicht drinnen ist, ist die Höhe hier. Da kann man nur vermuten, dass das hier dieselbe Höhe ist wie das. Sicher ist das nicht. Und es ist die Tiefe der Nut hier nicht bemaßt. Hier nicht, da nicht und hier natürlich auch nicht. Also kann man nur vermuten, dass das hier die Hälfte von diesem Abstand ist. Starten wir mit dem Video. Ich lasse das hier, da können wir immer wieder reinschauen. Und das Schwierige an diesem Video ist eben diese Rundung hier. Wie mache ich die? Da kann ich nicht einfach hergehen, das so machen und dann runden. Das klappt einfach nicht. Da muss man ein bisschen in die Trickkiste greifen. Aber fangen wir an. Wie fängt man an? Also ich würde anfangen mit der Konstruktion dieses runden Teiles hier und wobei ich dann schon diese Rundung hier mit einbeziehe. Fangen wir damit mal an. Also wir gehen hier hin, neues Modell ist schon offen und wir erzeugen eine Zeichnung und das machen wir erstmal. Das hier wird nicht als Kreis in der Aufsicht gezeichnet, sondern in dieser Ansicht als Rotationskörper. Und dann starten wir ja einmal so, das haben wir 60 hoch und dieser Rotationskörper, da können wir auch das Innere direkt mit einzeichnen. Das heißt, der hat einen, da muss man hier aufpassen, das ist mit Radius angegeben, das hier mit Durchmesser, das ist absichtlich wahrscheinlich so, um das halt den Leuten klar zu machen, dass man darauf achten muss, ist da Durchmesserzeichen vor oder nicht. Also es hat einen Durchmesser von 80 und dann dieser nächste hier, der Radius, das hier, das ist ein Durchmesser von 60. Dann geht das halt hier rein. Da gehen wir dann davon aus, dass es 10 mm tief ist. Und dann geht das hier, dann kommt dieser Radius von 20, also Durchmesser von 40. Dieser Kreis hier und der geht unten durch. So, die Nut müssen wir natürlich später ranmachen. Also fangen wir an. Wir gehen in die Ansicht, beziehungsweise wir machen eine neue Zeichnung. Einfach erstmal einen neuen Körper. Den geben wir einen Namen, das nennen wir Teil. Und dann wird hier eine neue Zeichnung erzeugt. Das können wir einfach hier machen. Und dann auf welche Ebene? Dann nehmen wir die XZ-Ebene und da beginnen wir. So, den Punkt, das nehmen wir das Zentrum. Und hier starten wir mit einem Polygon. Das Polygon, das haben wir hier. Und was müssen wir da zeichnen? Da müssen wir eigentlich nur hier diesen Teil zeichnen. Oder wir gehen mal von diesem Teil hier aus, weil wir haben ja noch hier den Radius von 10 mm. Also ist
das hier 10 mm und das hier ist 20. Das ist gar nicht so einfach, da den Startpunkt zu finden. Ich würde sagen, wir fangen hier mit diesem Startpunkt an und wir können das ruhig auch wie hier auf der linken Seite starten. So, wir fangen hier unten an. Da haben wir den Durchmesser von 80, das heißt Radius 40 plus 10 ist 50. Also wir starten hier. Und dann wird das erstmal 20 mm, geht das nach oben. So, dann geht das hier so rein. Dann geht das hoch. Dann geht das so, dann geht das runter. Und dann geht das wieder da dran. So, jetzt müssen wir das ist natürlich horizontal, das auch horizontal. So, dann können wir erstmal die ersten Maße festlegen. Also das hier, das sind 20 mm. So, und jetzt fahren wir den nach oben. So, das sind hier die 40 plus die 10, das sind 50. Also das Maß zu dem, das sind 50 mm. Das können wir so platzieren. So, dann haben wir das Maß hier. Das Maß mal hier oben. Das Maß. Das ist jetzt die 40 mm. Haben wir es benannt? Ja. 40 mm. So, das waren die 20 mm hier unten. Und dann das ganze Teil ist ja 60 mm hoch. Also kommt das hier, das Maß, das sind 40 mm. Wir fahren das ruhig mal so. Und dann haben wir noch diesen. Habe ich denn jetzt wirklich alles erledigt? Nein, habe ich nicht. Den nehmen wir mal raus. Und da machen wir noch ein Polygon dran. Und zwar, das wird hier so, so und kommt da dran. Das ist horizontal, vertikal. Das ist horizontal. Gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt hier dieses Teil und dann geht das ja noch hier hin und da runter. Genau. So, dann haben wir das Maß hier. Das sind die 60, also das ist 30 mm. Und dann haben wir noch da die 20 mm. Und das ist dann dieses Maß hier. 20 mm. So, die können wir noch ein bisschen zurechtschieben. So zum Beispiel. Okay, jetzt haben wir hier die Tiefe. Da das 50 ist und das 60, muss das eigentlich 10 sein. Und schon ist das Ganze eingeschränkt. So, jetzt haben wir hier unten noch diesen Radius hier. Das heißt, da machen wir die beiden erstmal raus und ich zeichne da einen Kreisbogen ein. Den haben wir hier. Und zwar, der fängt irgendwo da an und geht nach da. So. Der hier kriegt einen horizontalen Abstand, einen vertikalen Abstand von 10 mm. Und der kriegt einen Radius von
10 mm. Und dann wird das werden einfach die beiden hier verbunden mit einer Linie, das heißt von da nach da. Und diese Linie hier, die wird vertikal und das müsste eigentlich schon sein. So, können wir mal gerade schauen. Wo haben wir hier noch? Okay, das ist... Wie machen wir das? Was haben wir da für ein Maß? 40 wird das Maß hier, das wären auch die 40. Das lässt er aber nicht zu. Da muss ich jetzt ein bisschen doktern. Okay. So, die beiden, die werden horizontal verknüpft. Das sind sie jetzt. Jetzt müssen wir gucken, wer ist denn jetzt noch lose? Also das ist alles fest. Da haben wir noch die Höhen nicht mehr korrekt drin. Das heißt, das Maß hier, das sind die 20. Und das Maß hier, das sind die 60. Und damit haben wir es. So, die 60, die packen wir jetzt hier rüber. So, das ist das Teil, was jetzt gedreht werden soll. Und dann gehen wir hier rein, den Sketch selektieren, einfach auf die Nut hier klicken, beziehungsweise Drehteil heißt das. Und dann ist das Teil hier fertig und sieht schon mal ähnlich aus wie das. So, jetzt schauen wir hier rein. Jetzt kommt hier so ein Teil dran. Das ist, das lassen wir ruhig von hier, von der Mitte aus ablaufen. Und das kriegt eine Dicke. Die ist so dick 20 mm. Okay. Das heißt, wir gehen in die Aufsicht, machen also hier eine neue Zeichnung rein auf der XY-Ebene und dann können wir hier das umschalten, dass wir sehen, was wir zeichnen. Und da zeichne ich jetzt ein Rechteck. Das mache ich so hier rein. Das wird symmetrisch zu dieser Linie. Ja, da habe ich daneben geklickt. So, das wird symmetrisch zu dieser Linie. Das heißt mit dieser Funktion hier. Ich mache mal gerade oben die Tastenkommandos an. So, das kriegt jetzt ein Maß. Und zwar, das ist breit 80 mm. Das können wir ruhig hier bemaßen oder können wir auch da bemaßen. Ist eigentlich irgendwie gesprungen. 80 mm. So, und dann kriegt das jetzt natürlich noch die Länge. Das heißt, das hier, das sind 140 mm. Also von da nach da. Das sind 140 mm. Und damit haben wir das schon eingeschränkt. So, jetzt wird das aufgepolstert und zwar mit 20 mm. Sketch aufpolstern 20 mm. So sieht das Ganze dann aus. Und dann kommt noch hier diese Aufpolsterung ran. Da können wir uns jetzt überlegen, machen wir das, polstern wir das auf, machen das hier als Abzug oder machen wir hier eine Zeichnung drauf und zeichnen das direkt da dran. Ich mache mal einfach hier jetzt eine Zeichnung dran und ist jetzt leider so gedreht, aber das spielt an sich keine Rolle. Das ist natürlich auch 80 mm. Das gibt jetzt ein Rechteck, und zwar
von da nach da. So, das Rechteck wird hier zu der symmetrisch. Kriegt ein Maß von 80. Ich mache das mal anders. Löschen wir das mal gerade wieder raus. Ich lasse das Rechteck mal hier beginnen. Also da lassen wir das Rechteck beginnen. So, das wird symmetrisch. So. Das hier, das Maß ist 20. Das Maß sind 80. Und dann haben wir hier oben ja noch diesen Einschnitt. Das heißt, da zeichne ich ein Rechteck ein. Und dann das Rechteck wird auch symmetrisch. Das Maß hier, das werden die, Moment, dahin, die 20 mm. Und das hier nehmen wir jetzt raus. Und dann zeichnen wir hier unten wieder einen Kreisbogen ein. So, den haben wir hier. Das heißt, der Kreisbogen kriegt einen Mittelpunkt irgendwo da und geht von da nach da. Und so, der wird vertikal zu dem. Gucken wir mal gerade. Das können wir jetzt nur noch so bewegen. Die hier sind fest. Das ist schon mal schön. Und jetzt müssen wir noch das Maß überlegen. Also das sind 15 mm hier. Also das Maß 15. Und jetzt gehen wir hier auf die Funktion hier trimmen. Das ist diese. Und wir klicken einfach da rein. Und nochmal da rein. Und dann haben wir es definiert. Jetzt müssen wir schauen, wo ist jetzt hier noch was. Okay, die sind nicht verbunden. Das heißt, du mit dem, Taste C ist das. Der wird aber vertikal. Und dann der mit dem. Und die. So, jetzt haben wir noch das Maß der Höhe. Das heißt, wir haben ja hier das Teil, das ist 50 mm, abzüglich die 20. Das heißt, das Maß hier, das sind 30 mm. Beziehungsweise das Maß hier, das sind 50 mm. Nee, doch. Jo, passt. Ist das denn wirklich so? Ja, ist es. Okay, jetzt haben wir das Teil da drauf konstruiert. Das muss jetzt eine Aufpolsterung werden. Polstern wir also auf. Da ist aber irgendwo noch ein Fehler drin. Gucken wir uns den mal an. Sketch 002. So, das sind 20 mm, 50. Gucken, wo das Teil noch offen ist. Das kann es eigentlich nicht. Ach, ich weiß, was falsch ist. Okay, alles klar. Das wird aufgepolstert. Das funktioniert jetzt nicht. Jetzt machen wir das umgekehrt. Dann funktioniert das. Und dann kriegt das natürlich eine Dicke. Und die ist 25 mm. Also
tragen wir hier die 25 rein. So, jetzt haben wir das da korrekt drin. So, jetzt fehlt an sich nur noch hier unten die Bohrung, weil das Teil da so reingegangen ist. Da können wir aber gerade mal schauen, ob wir das nicht sogar rauskriegen. Das heißt, ich gehe in diesen Sketch hier und dann schauen wir mal, was ist das für eine Bohrung. Das sind die 20 mm. Jo, das sind die 20 mm. Das heißt, ich mache hier einen Kreis rein auf den Mittelpunkt. So, der kriegt einen Durchmesser von 40 mm. Das sind die 20 Radius hier. Und dann müssen wir jetzt hier noch mit der Trimmen-Funktion den wegmachen. Den wegmachen. So, jetzt müssen wir schauen, wo ist hier noch was unbestimmt. Da. Okay. Der wird natürlich vertikal, der wird auch vertikal und wir schließen das Ganze. So, jetzt haben wir das Problem, weil ich da was dran geändert habe. Jetzt ist dieser Sketch hier, das nennt sich Topology Naming Problem. Das ist jetzt nicht mehr die richtige Richtung gewesen und hier ist auch was passiert, und zwar dieses Maß hier, die 80, die stimmen nicht mehr. Die 80 waren ja die komplette Breite. Das heißt, wir müssen den einmal rausschmeißen, müssen jetzt das Maß hier bemaßen. Das sind 80. So, stimmt das dann wieder? Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, dass dieser Sketch hier, der hängt völlig falsch. Und da machen wir jetzt einfach Folgendes. Man selektiert diese Fläche hier, nimmt diese Funktion und sagt, darauf soll Sketch 2 basieren. Okay, okay. So, dann ist der richtig und dann ist auch das wieder richtig. Also man kann das Topology Naming Problem relativ einfach ausmerzen, wenn man es also hinterher dann mit dieser Funktion die Zeichnung wieder korrekt setzt. So, jetzt sieht man hier, das ist ja noch völlig anders als hier. Das muss also jetzt noch ausgeschnitten werden. Und da machen wir jetzt nochmal eine neue Zeichnung, und zwar ruhig auf der XY-Ebene. Das heißt, neue Zeichnung auf der XY-Ebene, und die wird jetzt ein Rechteck. Und zwar so. Und dann muss das hier symmetrisch werden. Das kriegt ein Maß. Und zwar das Maß, das sind die 80 mm. 80 mm. Und das soll ja jetzt hier eine Tasche werden. So würde ich jetzt hier drin was wegmachen. Will ich nicht. Also mache ich nochmal ein Rechteck da drum. Das brauche ich nicht bemaßen. Wir schließen das Ganze und da mache ich jetzt eine Tasche. Gucken wir mal gerade umgekehrt. Ja, Fehler sind dafür da, dass man sie behebt. Und zwar, da gehen wir gerade mal her, dass wir sehen, was verzeichnen. Und zwar, das hier wird ja auch jetzt rausgeschnitten. Also da machen wir was Neues, den löschen wir raus. Den machen wir daran mit dieser Funktion. Den machen wir daran auch mit dieser Funktion. Du und so, und dann wird der dann auch rausgelöscht. Das heißt, hier mit Trimmen, du kommst weg. Und das ist jetzt der neue Schnittkörper. Und den nutze ich jetzt. Das heißt, wir machen eine Tasche. Erstmal passiert nichts mit der Tasche. Dann klickt man auf umgekehrt. Dann sieht man, da schneidet er rein. Und dann kann man hier einfach sagen, durch alles. Und
dann lass uns das mal anschauen. Ja, da hätte ich doch vorher ein bisschen vorbereiten sollen. Und zwar, da muss natürlich noch hier der Bogen rein. Das heißt, da müssen wir das hier rauslöschen. Und da kommt jetzt ein Kreis ran. Das hier wird rausgelöscht. Und dieser Kreis hier, der kommt natürlich da drauf. Das heißt, da drücken wir C oder diese Funktion hier. Und dann der kommt da drauf. Und wir schließen das Ganze und machen nochmal die Tasche umgekehrt und durch alles, und dann haben wir das auch richtig konstruiert. So, jetzt kommt noch die Nut. Das heißt, hier soll eine Nut drauf. Da gehen wir hier in die Aufsicht und zeichnen jetzt hier ein Rechteck ein. So, das Rechteck, das wird einmal symmetrisch zu dieser Linie hier. Das ist Taste S oder diese Funktion hier. Diese Taste S. So, das kriegt, die Nut hat eine Dicke, und zwar ist die 5 mm. Also bemaßen wir hier das sind 5 mm. Und jetzt kommt es noch auf die Tiefe an. Da gucken wir nochmal, da haben wir das hier ja, das sind 20 mm Radius, also von da 20. Und das sind 30. Also haben wir hier eine Differenz von 10 mm und wir gehen davon aus, dass es die Hälfte ist. Also bemaßen wir. Wir können einfach das hier bemaßen. Und Minus. Und jetzt müssen wir uns das ausrechnen. 20, 30 und das sind minus 25. Okay. So, dann schließen wir das, machen hier eine Tasche und die geht auch durch alles und dann haben wir die Nut komplett durchgehen nach unten. So, dann ist das Teil so, wie es hier zu sehen ist, konstruiert. FreeCAD bietet die Funktion des Schattierens hier nicht und FreeCAD zeigt hier immer noch diese Konturen an. Die stören aber nicht. Und ja, fertig ist die Laube. Das kann jetzt exportiert werden, gedruckt werden, wie auch immer. So, noch einmal, wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen. Das war ein bisschen holprig heute, aber wie gesagt, ich mache diese Videos auch nicht mit einer großen Vorbereitungszeit, dass ich alles vorher schön einstudiere, dass es geleckt aussieht und ihr denkt, boah, das ist aber einfach, sondern ihr merkt, eine solche Konstruktion bedarf einiges an Gehirnschmalz und man muss auch schon mal Fehler machen und auch wissen, wie man die behebt. Deshalb sind meine Videos so, wie sie sind und nicht geleckte Videos, wie man sie an anderer Stelle findet. So, dann nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!